Erzähl einfach kurz zu dir, hol uns kurz ab, wer du bist, wo du herkommst und was die IT Business so macht und treibt. Genau. Mein Name ist Moritz Schmiederer. Ich bin technischer Leiter und Prokurist bei der Firma IT Business aus Speiching. Das ist zwischen Stuttgart und Bodensee, also fast an der Schweizer Grenze. Also für welche, die von hier kommen, hört sich das eher nach Schweizerdeutsch an, was ich so spreche. Man kann es vermuten, woher du kommst. Und ich muss Genau. aufpassen, dass er auch so in das Schwäbische total abrutscht jetzt. Genau. Wir sind knapp 50 Leute, betreuen 500 aktive Kunden im Bereich Automobilzulieferer und Medizintechnik. Klar, ein paar andere sind auch dabei, aber überwiegend Industrie. Wie seid ihr denn zu uns gekommen? Durch einen Zufall. Das war so. Ja, es war tatsächlich ein Zufall. Ja, und zwar, also einmal war die Not da, HP, VSA, Left Hand, kennt, denke ich, der ein oder andere hier und ist vielleicht auch so zu StoreMagic gekommen. Bei uns war tatsächlich jemand anderer, eine Distri, die uns irgendwas von Dell vorstellen wollten. Das hat nicht geklappt. Dieser Termin war ein Reinfall, aber die kleinen 10 Minuten draußen bei der Zigarette mit dem HP Left Hand VSA, was machen wir? Wir wissen noch nicht genau. Wir haben uns schon ein paar Sachen angeschaut. War nicht ganz zufrieden. Und dann haben wir angefangen, StoreMagic zu testen. Also es war ein Tipp an dem Tag, an dem Nachmittag. Genau. Und seither habt ihr euch verliebt. Ja, Mehr oder weniger. Es war so, die Distri hat das hauptsächlich mit Hyper-V gemacht und wir haben nur mit Faust 4 gearbeitet. Heißt, ich war in den Tests prinzipiell mal auf mich allein gestellt, was aber auch nachher wieder für StoreMagic gesprochen hatte. Ich hatte die Dokumentation, Kontakt mit dir, technisch konntest du mir wieder nicht so viel weiterhelfen. Dann hieß es, telefoniere mal mit Marc oder mach ein Meeting. Ich war ein bisschen ungeduldig und habe angefangen. Habe das Setup fertig gemacht, hatte dann mit Marc telefoniert und gesagt, kann man es so machen? Ja, ist gut, da noch ein Tipp, fertig. Dann war das erste Setup draußen, also so ist das eigentlich vorwärts gegangen. Wir haben sehr viele Kunden, die mit uns gemeinsam gewachsen sind. Das heißt, der Kunde hat angefangen mit einem Serverraum und dann die wurden dann größer, waren dann mit einer MSA oder sowas unterwegs, zwei bis drei Hosts, sind gewachsen und dann kam mal irgendwann aus Brandschutz oder Compliance-Gründen, was auch immer, wenn der eine oder andere vielleicht auch einen Automobilzulieferer hat, Stichwort TISAX, da haben wir bestimmte Anforderungen. Heißt, kommt definitiv ein RZ2 wegen Brandschutz und so weiter dazu. So, jetzt habe ich aber immer noch irgendwo meine MSA stehen und spiegel entweder die irgendwie oder eben, wir hatten das Produkt StoreMagic dann im Portfolio und haben dadurch relativ viele MSAs tatsächlich abgelöst. Wir haben noch nie was mit Cache gemacht. Ja? Wir sind immer Full Flash gefahren, von Anfang an. Und ich denke, damit sind wir auch sehr, sehr gut gefahren. Kein Setup kleiner 10 Gig, eher 25, Standard 25 Gig. Aufwärts. Was war aus deiner Sicht und von deinem Team seiner Sicht die Entscheidungskriterien für uns? Was hat euch besonders überzeugt? Zum Schluss. Doku und dass man es tatsächlich nicht kaputt kriegt. Also wer mal eine HP Left Hand geupdatet hat, diesen Moment, wo der Node 1 da ist, dann wartet man wartet. Und man will hier irgendwas sehen, ja. Und man kriegt ein bisschen Angst, weil es dauert wirklich lang, ja, bis so ein Node abgedatet ist. Dann kommt die andere Seite. Die Bedienbarkeit, auch die Unabhängigkeit des Hypervisors. Das heißt, ja, es läuft bei uns im V-Sphere, aber wenn der V-Sphere, diese Integration, das Plugin mal nicht läuft, ich kann auf eine Web-Oberfläche gehen, ich kann schauen, wie geht es dem System, ich kann von der anderen Seite schauen, wenn die eine Seite kaputt ist, was macht mein Gegenüber, warum ist es weg, ich habe Logs, die ich gut einsehen kann. Das ist einfach, ja, in euren Worten, simpel. Ja? Das heißt, auch, dass wir es relativ schnell auf die anderen Techniker, auf alle unsere Techniker adaptiert bekommen haben und die ein gutes Gefühl haben, weil die sind nachher schlussendlich tatsächlich, wir haben einen sehr, sehr kleinen Vertrieb. Schlussendlich ist der Techniker, der sagt, hey komm, in RZ2, komm, wir machen was mit StoreMagic, wir gehen da weiter. Ja, wenn die sich wohlfühlen, dann funktioniert das ganze Produkt. Ist bei euch auch eigentlich so, dass
ohne jetzt nahe treten zu wollen, 99% über Empfehlung letztendlich läuft. Ne? Ja, Und wir sind bei euch fester Bestandteil im Portfolio. Es gibt entweder nur StoreMagic oder das andere. Genau, Was die zwei gibt's. Man muss es auch einfach halten. Ich meine, 50-Mann-Mannschaft, da ist auch Verwaltung und so weiter mit dabei. Das heißt, ich muss meine Techniker simpel einsetzen, dass es funktioniert, dass der Kunde am Ende davon was hat, dass es der Kunde auch noch bezahlen kann. Und ja, mit auch ein Grund ist tatsächlich, ich habe es noch nicht kaputt bekommen. Ja, also die ganzen, also ich erinnere mich noch an, ja, es war glaube ich unser 4. oder 5. Setup, das war in Tschechien, bei einem Kunde, der in Deutschland ist, in Tschechien. Und in einem Serverraum, so wie man sich das dort auch in der Produktion vorstellt, Klimaanlage ausgefallen über Nacht. Ich habe dann am Morgen früh so um 5 Richtung Speichen gefahren, habe das gesehen, okay, die Maschinen, die sind ausgegangen. ILO hat sie ausgestellt und hat dann aber wieder gestartet, wieder aus, wieder auf. Das ist 7, 8 Mal in der Nacht passiert. Und ich habe gedacht, okay, alles klar. Habe die Nummer rausgesucht, habe schon angerufen bei euch aus dem Auto. Und die haben gesagt, ja, was willst du denn? Ich sage, ja, boah, wir haben bestimmt irgendein Split Brain, das Ding ist komplett kaputt. Ich melde mich gleich nachher aus dem Büro, wenn ich dann Klarheit habe dann dort jemanden gekriegt, sage, mach mal die Tür auf, schau mal, dass es wieder kühl wird. So, und jetzt starten wir. Die haben mir sogar schon ein Ticket aufgemacht, weil ich hatte ja nur angerufen, ja, meine Mailadresse durchgegeben und so weiter bei deinen Jungs. Irgendjemand haben wir wach geklingelt. Schlussendlich konnte dann anrufen und sagen, es ist wieder kalt, es läuft, also es war nicht kaputt. Wirklich bis auf Supportfälle auch, bis auf wirklich Config-Fehler unsererseits oder ein Hardware-Fehler haben wir keine Supportfälle. Was ist eine typische Konfiguration bei euch? Server-Config? Und wie macht das mit dem Witness? Das würde mich interessieren. Also ja, 2 Node mittlerweile so gut wie gar nicht mehr mit einem Hardware-RAID-Controller. Wir machen es überwiegend mit Software-RAID, einfach um die Geschwindigkeit von den NVMEs, also die meisten sind dann NVMe-SSDs, die drin stecken, um die Performance voll auskosten zu können. Und Witness tatsächlich durch die Geschichte mit der Lizenzumstellung seitens VMware sind wir oft auf 2 Node-Systeme gegangen, obwohl wir schon immer 3 Hosts hatten. Ja, also dann ist der Witness auf dem 3. Host noch mitgelaufen. Das haben wir jetzt nicht mehr und machen es jetzt meistens mit dem Raspberry. Ja. Der Raspberry, der muss halt an der Stelle stehen, dass er gut erreichbar ist von beiden Seiten und das war's. Das war's? Ja. Sehr gut. Seit 5 Jahren jetzt schon. Ich glaube, mit euch haben wir tatsächlich auch die meiste Kunde. 50 plus Installationen bei der IT@Business. Moritz ist super umtriebig. Er ist heute auch den ganzen Abend noch da. Ihr trefft ihn sicherlich spätestens noch an der Bar. Da wird er noch redseliger. Auf jeden Fall. Da machen wir dann TikTok-Videos. Ich weiß nicht, wie weit bist, aber darf ich es verraten mit HPE? Und ja. Also Moritz testet auch gerade die SV-SAN unter VME. Wen es interessiert, gern mal ihn anspreche. Von dem her gesehen, das ist ja auch den Rahmen, den wir euch hier bieten wollen. Nicht nur, dass wir euch irgendwas erzählen, sondern dass ihr euch untereinander austauschen könnt. Was funktioniert, was für Ideen habt ihr, dass ihr auch uns später dann befeuern könnt, sowohl an der Bar als auch später in der Fragerunde, mit dem, was euch umtreibt. Ihr seht ja, es gibt unterschiedliche Use Cases, die, sagen wir mal, in Anführungszeichen die Standard-Use Cases mit dem Mittelstand im Automotive-Sektor, mit einem Werk in Tschechien, mit einem Werk in Deutschland, dann aber auch wiederum solche spezielleren Fälle, würde ich jetzt mal sagen, wie Kraftwerktechnologie etc. pp. RWE mit den Wind- und Solarparks beispielsweise, Predictive Maintenance, Themen, wo wir zum Einsatz kommen, wo es einfach was braucht, was schmal schlank ist vor Ort. Und ich bin froh, dass wir euch mit bei unseren Channel-Partnern mit dabei haben schon so lange und dass du mich ab und zu auch manchmal zu komische Zeiten anrufst, aber das ist ganz okay, weil der Austausch, den schätze ich immer sehr und wir sind froh und stolz, auch dich bei uns mit IT@Business als Partner zu haben. Danke dir, Moritz. Danke auch.